Willkommen zu Frequent Traveler TV, auch mal ein bisschen Licht angemacht, damit alles hier wieder passt. Eine frisch gepresste Folge für euch mit dem Themen Hamburg-Düsseldorf, Flugverkehr gestört von wie soll man sagen, Aktivisten? Ich weiß es nicht. Dann haben wir das Problem mit den Toiletten. Toiletten werden immer kleiner, Sitzabstände werden kleiner, aber die Regierung in den USA nimmt sich des Themas an. Weiter geht es dann mit Airbus. Airbus bietet, wenn man sich einen Airbus kauft, 5% SAF an oder für den Insider SAS. Ihr wisst, wen ich meine. Dann haben wir natürlich noch ein Thema mit Flugbegleitern, die alkoholisiert in Norwegen verknackt werden. Das sind natürlich Sachen, die man nicht machen sollte. Die Geschichte kommt gleich mit 60 Tagen Knast. Dann haben wir IHG, 15% auf Points and Cash Raten, ein Flash Sale. Und wir haben ein Thema Accor Platinum Vorteile, auch wenn man kein Accor Platinum ist. Auch ein interessantes Thema. Und dann hat ein Kanalmitglied ein Thema gebracht, Weinflaschen kaufen und Lufthansa-Meilen bekommen. Relativ interessante Angebote. Da gehen wir auch drauf ein. Wir haben auch ein Deal Eurowings Discover, oder müssen wir jetzt mittlerweile nur noch Discover sagen, 1.999 € von Frankfurt nach Mauritius. So, dann denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Da solltet ihr nachschauen. Gut. Dann können wir auch direkt starten. Und zwar das erste Thema heute Morgen, relativ früh ging es schon los. Um 5.30 Uhr gab es, glaube ich, die ersten Störungen in Düsseldorf am Flughafen. Und dann gegen 7 Uhr irgendwas gab es dann schon Entwarnung, weil in Düsseldorf die zweite Bahn zumindest wieder genutzt werden konnte. Naja, auf jeden Fall haben sich die Klimaterroristen, Aktivisten oder was auch immer für Statisten den Zugang über den Zaun, und in Hamburg sind sie auch mit dem Fahrrad, also mit diesem komischen City-Leihfahrrad auf der Landebahn rumgefahren. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das funktionieren? Wir kriegen die Wasserflaschen, die Colaflaschen oder andere Flaschen abgenommen, aber die kriegen es nicht hin, so einen dusseligen Zaun zu sichern. Also das ist schon ein Riesenproblem in meinen Augen. Sowas darf nicht passieren. Um 9.50 Uhr, also 4 Stunden nach Beginn der Blockade, wurde der Verkehr in Hamburg aufgenommen. Die Fluggesellschaften haben Probleme gehabt mit ihren ganzen Flugplänen. Lufthansa hat sogar Flüge ausgefallen lassen. Und damit waren dann 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren, die geplant waren, in Gefahr. Ja, ich weiß jetzt nicht, was man dazu sagen soll. Unser Bundesjustizminister hat ja getwittert, dass laut Bild-Zeitung da jetzt Millionen Schäden abgerechnet werden sollen. Die sollen in den Knast und weiß der Geier alles. Also da wird es was geben. Auch lustigerweise wurde dann von der Frau Faeser erklärt, dass Flughäfen besser gesichert werden sollen. Ja,
Ich denke, dass nach Aktionen, die man ja auf Sylt gesehen hat oder woanders auch, das Problem der Betreiber ist, dieses dann zu sichern. Ich weiß nicht, ob das so ist wie bei uns damals bei der Bundeswehr. Auch da haben wir, als wir sowas gesichert haben, unsere Anlagen gesichert haben, in Wunstorf habe ich es nicht gemacht, aber in Roth bei Nürnberg, da haben wir auch kilometerlange Zäune gehabt, wo auch Wald und alles war. Ich weiß gar nicht, ob man sowas sichern kann. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das Thema seht und was man dazu sagen sollte. Ich sage nur eine Zahl und die sage ich immer wieder. Wenn Deutschland morgen untergeht, sind 1,8% CO2-Ausstoß weniger. Alleine dadurch, dass 300 Kohlekraftwerke in China gebaut werden, wird das Ganze ad absurdum geführt. Das ist natürlich auch so, die dürfen das. Die Pariser Klimaziele bis 2030 erlauben das explizit. So, das zu dem Thema. Mehr sage ich dazu nicht. Mehr muss man ja auch, glaube ich, nicht dazu sagen. Nachher mehr zu euren Kommentaren. Dann geht es weiter mit Flugzeugtoiletten. Und zwar, die Flugzeugtoiletten werden immer kleiner und enger. Und die Menschen werden immer größer. Einer hatte geschrieben auf Facebook, die Menschen werden fetter. Das mag im Zweifelsfall so sein, aber alleine die Körperlänge der Menschen ist um 13 oder 14 Zentimeter in den letzten 100 irgendwas Jahren gestiegen. Das heißt also, die Menschen werden länger und die Zahlen, mit denen man operiert bei den Fluggesellschaften, sind halt ein Problem. Und deshalb ist es so, dass man da jetzt sagt, man möchte bei den Flugzeugen solche Toiletten einführen. Bei den Widebodies gibt es ja immer eine Toilette, die größer ist. Das ist ja, damit das behindertengerecht ist. Die ist auch am bequemsten, um sich umzuziehen, um ehrlich zu sein. Aber bei den 320, auch 220ern, wenn man überlegt, wie viele Stunden man mittlerweile mit solchen Flügern fliegen kann und wie klein die Toiletten sind, das ist absolut nicht machbar. Lufthansa war das, in der Neo, da war die Toilette und die eine ist ja halb in der Kurve, mit einer Kurve hinten drin im Schwanz. Da passt ja gar nicht rein. Also das ist jetzt nicht wirklich so, dass das in Ordnung ist. Man kann natürlich beide Toiletten zusammen benutzen, indem man die Trennwand, glaube ich, rausnimmt. Aber das ist eine Frage für Freddy. Ich hoffe, das können wir ihn irgendwann mal fragen. Da kann man dann das als Behindertentoilette benutzen. Aber das ist das, was Bidens Administration jetzt im Moment möchte, dass man diese Toiletten auch behindertengerecht macht. Und da soll es halt eine Lösung zu geben, gerade in den Max-Varianten oder in der 321 LR oder XLR, die ja wirklich, Tage können sie nicht fliegen, aber echt lange Strecken fliegen soll. Da sollte es Mindestmaße in den Toiletten geben und auch für die Sitze, da sollten Mindestabstände sein, die länger sind und mehr sind als heute, weil wenn man im Neo hinten die letzten beiden Reihen sieht, besonders die letzte Reihe, wo der Sitz auch nicht verstellbar ist, das ist in meinen Augen eine schwierige Geschichte. Hier habe ich für euch die Frage des Tages kreiert und da könnt ihr dann natürlich auch antworten. Wie findet ihr Flugzeugtoiletten auf den Kurzstrecken, Flugzeugen? Was muss aus eurer Sicht geändert werden? Gibt es für euch Änderungsbedarf oder macht ihr es wie ich? Ihr geht gar nicht auf Toilette. Also insofern bin ich mal auf eure Kommentare gespannt und lasst mir auch ein Like da. Dann habe ich heute etwas gefunden, was aus dem Bereich Amüsement war. Und zwar ist das aus dem Bereich Airbus. Und zwar Airbus hat die Möglichkeit, dass man, wenn man ein Flugzeug abholt, dass man dort 5% SAF, also Sustainable Aviation Fuel oder Sustainable Aviation Saft, dann ist es SAS, war ein Rechtschreibfehler, den ich heute hatte. Aber danke für den Hinweis, dass man den ab Werk bekommen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die durchaus interessant ist, dass selbst Hersteller da anfangen, das Ganze auch
ökologisch zu bedenken. Die erste Fluggesellschaft, die das für den Überführungsflug überhaupt haben wollte, das war Indigo. Und das finde ich doch relativ spannend, dass Indigo das gemacht hat. Diese 5% werden übrigens auch nicht mehr berechnet. Das heißt also, das ist quasi aufs Haus. Und das gibt es ab Hamburg oder ab Toulouse. Und damit ist das so, dass diese erste Auslieferung war am 3. Juli. Also alles relativ neu. Wie findet ihr das mit dem SAF? Wichtig ist auch, dass man an dieser Stelle halt immer wieder liest, dass es gar nicht so viel SAF gibt und dass das genau das Problem ist, um dann diesen Saft zu besorgen. Ist das Folklore, ist das Marketing oder meint ihr, dass das ernsthaftes Interesse ist von Airbus? Oh, die Frage des Tages kann weg. Ich hoffe, ihr habt sie mittlerweile beantwortet. Dann geht es weiter mit einer Flugbegleiterin, die alkoholisiert zum Dienst erschienen ist. Und da gibt es in Norwegen etwas, was relativ spannend ist und was die Leute nicht so auf den Schirm haben. Und zwar ist es so, dass man in Norwegen, wenn man zum Dienst erscheint, und sie haben leider nicht gesagt, wer es war, sie haben nur gesagt, eine weibliche Cabin Crew, also das heißt eine Flugbegleiterin, wurde am Flughafen festgenommen, weil sie das legale Limit an Blutalkohol bei einem Pustblasetest überschritten hat. Und zwar waren das, ich glaube, 0,2. Einige Fluggesellschaften haben eine 0,0% Policy, was ja auch richtig ist. Und sie ist dann, wie gesagt, in den Knast gegangen und vor Gericht gekommen. Und das Thema ist jetzt folgendes. Man hat die auch nicht ausreisen lassen. Sie hat eine 60-Tage-Knastgeschichte gekriegt. Passiert ist das am 10. war es in the News. Heute haben wir den 13., also schon vor Gericht. Das geht relativ schnell. Und damit ist es so, dass sie dann aber gesagt hat, sie möchte das Ganze appealen. Das heißt also, sie möchte in Berufung gehen. Und jetzt finde ich das natürlich relativ spannend, weil es gibt auch andere Fluggesellschaften, bei KLM oder sowas. Da ist das auch schon vorgekommen, dass Flugbegleiter oder sogar Piloten in den Knast gekommen sind, beziehungsweise auch vom Flug weggenommen worden sind, was in meinen Augen richtig ist. Findet ihr das richtig, dass sie in Berufung geht und sagt, ja, ich war zwar drüber, aber ich verliere dann meinen Job? Also den Job, den wird sie wahrscheinlich jetzt schon verloren haben, gehe ich mal ganz fest von aus. Also daran sieht man, dass solche Tests immer möglich sind und Sinn machen, dass das gemacht wird. Ich denke, das sollte man überall auf der Welt machen, dass so etwas kontrolliert wird. Ich finde das äußerst spannend. Jetzt kriegen wir was aus der Welt der Meilen und des Statusgeboten. Und zwar die Freunde von IHG haben einen Flash Sale. Und zwar 15% Rabatt auf Punkte und Cash-Raten. Man muss bis zum 19. Juli buchen. Und dann gibt es bei der Zuzahlung den Rabatt. Heißt also zum Beispiel, wenn man jetzt ein King-Standardbett irgendwo hat, kostet normalerweise 24.000 Punkte und 166 US-Dollar. Jetzt wäre die Zuzahlung 141 $. Heißt also, die Zuzahlung ist immer das, was reduziert wird. Die Punkte bleiben gleich, nur die Zuzahlung reduziert sich. Oder bei einem Zimmerpreis mit 106 € und 34.000 Punkten wären 90 €. Daran seht ihr dann, was ihr spart anstatt 106. Das wären 16 gespart. Man sollte natürlich immer wieder gucken, dass bei den ganzen Promotions, ob es nicht eine Möglichkeit ist, um dort natürlich dann die Punkte zu benutzen, die man gekauft hat, oder ob die Rate besser ist. Also ich bin da mal gespannt. Leider ist der Rabatt nicht auf die Punkte, weil das wäre dann spannend, wenn man zum Beispiel bei einer Rate hingeht, die Punktezahlen hoch hat, zumal IHG ja auch die Punkte jetzt irgendwie merkwürdig hochgeschraubt hat in der Vergangenheit.
wenn man das vergleicht, was es früher gab für Punkte und was es heute gibt, ist das ja fast nur noch lächerlich. Und bei der Cash-Rate macht das natürlich immer mehr Sinn, dass der Cash-Anteil hoch ist. Leider geht es auch hier nicht nur auf Cash. Also insofern, alles kann man nicht haben. Was man haben kann, ist bei All Life Limitless. Und zwar All Life Limitless oder Accor. Da gibt es jetzt eine Promotion, die in Asien gestartet ist. Und zwar für Indonesien, aber auch für Malaysia. Wer eine Buchung hat bis zum 30. September und die gebucht wurde bis zum 5., da bekommt man Platin-Vorteile. Ja, aber die gelten nicht für die Hotels Accept Break Free, Ibis, Ibis Budget, Ibis Style, Adagio Access, Greet und Joe & Joe. Da gilt es nicht, aber ansonsten gibt es halt wirklich dieses Welcome-Drink und den ganzen Schnickschnack, den man für eine Platin-Mitgliedschaft bekommt. Und wichtig ist, dass man Mitglied ist. Man muss ein Base, ein Silber- oder ein Goldmitglied sein. Und damit wollen sie uns natürlich den Mund wässrig machen, dass wir den Platin-Status machen. Man muss natürlich auch schauen, dass die Rate nicht wieder das auffrisst, was man an Vorteilen hat. Muss man also aufpassen, dass diese Raten nicht im Prinzip eine versteckte Upsell-Geschichte sind. Da muss man aufpassen. Wo man auch aufpassen muss, ist, ich habe heute von einem unserer Zuschauer eine E-Mail bekommen, oder beziehungsweise eine WhatsApp war das am frühen Morgen. Und da guckte ich so rein und er sagte, oh, wie ist denn das Angebot? Und da guckte ich so und sagte, ja, das sieht gut aus. Und jetzt sagt er, um was geht es? Und zwar zeige ich euch das hier. Da muss ich erstmal mein Bild wegschieben. So. Da seht ihr das. Willkommen bei World of Wines bei Vicampo. Vicampo. Und die haben Weine im Angebot. Diese Weine haben auch rabattierte Angebote. Aber hier ist eine Sache, die richtig interessant ist, dass es hier 50 Meilen oder mehr je Flasche. Und was ich gefunden habe, wenn man das Ganze, also wenn man bei 7 zum Beispiel guckt, ab 7 Euro, da kommt eine Flasche, die im Angebot ist, die kostet 6,90 Euro anstatt 9,90 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie er schmeckt und ich möchte euch nicht zum Alkohol verleiten. Ich selber trinke keinen Alkohol. Da sammelt man 50 Meilen. Wenn man aber hingeht auf die 7 Euro Weine, kommt als erste Castillo Catadau Rosado 2022. Beeren- und Kirscharomen spielen mit Anklängen an Kräuter, lebendige Säure, gigantischen Trinkfluss, ein animierenden Abgang vollenden das Schwungvolle, was auch immer danach kommt. Was schwungvoll ist, sind hier die 250 Meilen, die man hier sieht. Heißt also, man bekommt hier für 7,90 Euro 250 Meilen. Wenn man jetzt das Ganze reinballert, dann ist das doch mal eine coole Geschichte. Und das ist je Flasche. Aber hier auch aufpassen, dass ihr mal schaut. Also gibt ja einige Weine, die 250 haben als Punkte. Wenn ihr jetzt wirklich nur nach dem Preis geht, könnt ihr auch einen Grauburgunder für 7,90 Euro nehmen. Der gibt aber dann wieder nur 50. Da muss man also wirklich aufpassen. Es gibt einige mit 7,90 Euro, die halt wesentlich mehr geben. Und deshalb war das ein relativ gutes Angebot, was der Kollege gefunden hat. Dafür nochmal danke. Ihr findet die Angebote, wenn ihr euch entweder für den Newsletter anmeldet oder aber wenn ihr auf World of Wines geht und dann guckt auf Campaign, da gibt es dann die Aktion. Also ich finde das äußerst interessant. Jetzt haben wir natürlich wieder die Zeit des Deal-Zone-Deals. Und zwar der Deal-Zone-Deal ist heute einer mit Discover, muss ich ja sagen. Eurowings heißen sie oder wollen sie nicht mehr heißen. Sie wollen ja nur noch Discover heißen. Deshalb haben wir auch eine neue Facebook-Gruppe gemacht. Ich mache mal Fenster auf, es wird hier echt zu warm drin. Eine Facebook-Gruppe aufgemacht, Discover, vormals Eurowings Discover und die Eurowings-Gruppe von Discover befreit. Damit haben wir dann
wirklich etwas Spannung geschaffen. Wer in der Gruppe teilnehmen möchte, Bescheid sagen, aber den Link hatte ich ja auch gepostet. So, gucken wir mal, dass keiner eine Nachricht geschickt hat, dass ich irgendwie da was versaubeutelt habe. Nee, da war nix. So. Dann den Deal, den wollt ihr natürlich wissen, den gebe ich euch auch direkt auf die Karte. Buchungsklasse ist wie immer P und bei P, oh jetzt mal, wie du das Bild machst du das falsch, ne? So, da kommt es. Da sind es 5.703 Meilen und zwar von Frankfurt nach Mauritius hin und zurück mit der Eurowings Discover in der Buchungsklasse P wie Paula. Wichtig ist, dass bei der Buchungsklasse natürlich immer wieder 6 Tage oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag sein müssen. Wir wissen ja auch alle, dass die P relativ schnell ausgebucht ist, aber mit der Eurowings Discover oder Discover, wie sie jetzt heißen wollen, doch eine interessante Geschichte. Zusammen sind das 11.004 Meilen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Meilen-Calculator. Warum er da Frankfurt von gestern wieder genommen hat, das weiß ich nicht, aber jetzt haben wir es geändert. Aber ihr seht, was zu sehen ist. 0 Meilen. Oh, Moment, mein Bild, das ist doch so, weg damit. Warte, da ist es. So, da ist es. Da seht ihr überall 0 Meilen, logischerweise, weil natürlich Eurowings Discover oder Discover ist kein Starlines-Mitglied. Deshalb gibt es da keine Punkte. Es gäbe Punkte bei Lufthansa Miles and More. Deshalb habe ich so ein bisschen rumgefuscht und habe da mal eingegeben, auch lustig, dass er das hier geändert hat, und zwar, alles was hier steht ist falsch. Der einzige, der Meilen gibt, 11.434, wäre Lufthansa Miles and More. Alles andere müsst ihr vergessen. Das ist jetzt nur so eine Behilfskonstruktion, deshalb habe ich hier Lufthansa eingegeben, weil wenn man Eurowings eingeben würde, wie ihr es hier gesehen habt, wäre es 0 Meilen. Das haben wir damit auch abgearbeitet. Dann komme ich wieder zurück auf den Schirm und gebe euch nochmal die Erinnerung an die Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages ist an dieser Stelle: Wie findet ihr die Flugzeugtoiletten auf den Kurzstreckenflugzeugen? Was würdet ihr ändern aus eurer Sicht? Ganz wichtig. Da klingelt jemand an der Tür, auch interessant. Hatten wir auch noch nicht um diese Uhrzeit. So, dann gucken wir doch mal, was ihr so geschrieben habt. Was habt ihr denn so geschrieben? So, damit haben wir das gemacht. Und hallo Tore, hallo Stadtbär, hallo Matthias, Grüße nach Jerusalem. Frank natürlich, Hallöchen. Und dann gibt es hier Folgendes. Dieses habe ich auch was Geiles gefunden im September mit der LH nach JFK im 380er von München mit innerdeutschen Anschlussflug in der Business Basic 2623, also 2.623 Euro. Bei 7 Tage Aufenthalt mega. Hin- und Rückflug, sagt er. Das ist doch ein interessantes Angebot. Was sagt er zu den Toiletten? Für die Toiletten sind in meinen meisten Fliegern einfach zu klein. Selbst in der 747-8 First habe ich die Toilette als sehr eng empfunden, selbst wenn in der First 2 davon vorhanden sind. Na gut, was nützen dir 2 Toiletten, wenn du nur eine benutzt, ne? Hallo Sven, hallo Ronny. Dann wurde hier der Vorschlag gemacht, den Zaun, die heißen Klimaterroristen, Photosynthesenleugner. Irgendjemand hat doch irgendwas von Zaun im geschrieben, unter Stromsetzung wollte ich das denn? Ach ja, das war hier Ingo, der da war. Einer möchte den Räumdienst haben. Tore sagt, Wegsperren sind eine Gefahr für die Öffentlichkeit, hat man ja heute gesehen. Dann hallo Guido. Dann gehen wir mal, was sagt Tore? Tore sagt, vielleicht sind die Toiletten bei India auch so eng und die Passagiere machen in der Kabine. Das ist etwas, was mir auch in den Sinn kam. Toiletten waren mir noch nie zu klein, noch bin ich schlank. Nur mit dem Alter werden es Probleme am WC im Flieger geben. Daher tolle Idee, Dinger vielleicht größer zu gestalten. Oder die Behindertentoilette zu suchen. Aber die findet man ja vergeblich in einem
320er und vor allem auch, dass man in der Mitte das wegschwingen muss. Was viele beim A380er zum Beispiel nicht wissen, bei der Emirates. Da ist es so, dass die Business-Class-Toiletten, die hinten sind an der Bar, da die Wand kann man auch wegmachen. Also da kann man dann auch den Mile High Club machen. Ja, aber wenn die Flugzeuge nicht dafür eingesetzt werden, ist das Problem. Dieser Flug wurde gesponsert von Tena Man and Tena Lady. Ja, so ist das. Grüße nach Arlanda. Da ist jemand mit Ingo zufrieden. Das machen wir ja alle. Traubensaft. Das ist auch in Ordnung. Ich trinke doch keinen Alkohol. Das ist alles aus medizinischen Gründen. Der Arzt hat gesagt, Alkohol nur aus medizinischen Gründen. Das weiß ich nicht, ob man das macht. Ich sage einfach nur Prost. Und natürlich Hallo Venture X. So, dann haben wir alle Fragen beantwortet und alle Themen abgearbeitet heute. Ich danke euch, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und im Gegensatz zu gestern wird es auch heute einen Abspann geben. Ich hatte ihn gestern vergessen, ich weiß nicht warum. Also, der Abspann für euch. Ich danke euch, bis morgen. Ach ja, morgen wird es eine Überraschung geben. Morgen werde ich Kanalmitgliedschaften verschenken. Ja, seid dabei. Lest auf YouTube nach, wie ihr Kanalmitgliedschaften bekommen könnt. Das werde ich live machen, weil morgen gibt es einen Grund. Also, bis dann. Ciao.